Hallo meine Lieben, heute wollte ich euch mal eine kleine Einführung zum Thema Plotten geben und was ihr mit dem Plotter alles so machen könnt. Es ist nicht eines der billigsten Arbeitsmittel, die man sich beschaffen kann, aber ihr werdet sehen, dass ihr dadurch beim Basteln echt nochmal viele neue Möglichkeiten gewinnt. Und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch gleich. Ich habe für mich effektiv den Scan & Cut Brother, den CM900, ihr seht es hier, den Scan & Cut CM900 gekauft. Der liegt kostenmäßig bei rund 450 Franken. Ist sicher nicht das billigste, was man sich anschaffen kann zum Basteln, aber er ist halt einfach für extrem viele Sachen einsetzbar. Ich weiß, es gibt auch noch, also was viele auch verwenden, ist der Silhouette Cameo. Den habe ich aber noch nie verwendet, von dem her kann ich das auch nicht vergleichen. Ich kenne effektiv nur hier den Brother Scan & Cut. Was ihr damit alles machen könnt, ich schiebe den kurz ein bisschen beiseite, damit ihr das seht. Erstes, Flexfolie. Flexfolie, ich nenne das auch Textilfolie, ist so eine ganz dünne Folie, die so mit einem Schutzfilm bedeckt ist. Und da kann man wunderbar alle möglichen Sachen, echt Silhouetten, Schriften. Ich verwende das hauptsächlich, um hier so T-Shirts zu machen. Und ihr seht, da kann man echt wunderbar klein gehen, also er schneidet wirklich extrem filigran. Oder hier noch ein extremeres Beispiel. Ich hoffe, das seht ihr. Ne, so. Ich habe hier ein Kissen gemacht, so mit einem Hirschkopf drauf und habe effektiv in die Silhouette von diesem Hirsch habe ich eine Schrift reingemacht, Be Wild and Free, und das dann ausgeplottet und auf das Kissen aufgebracht. Also hier habt ihr extrem viele Möglichkeiten. Ihr könnt es eben eigentlich jede Art von Textilien. Ich mache es auf Hoodies, T-Shirts, Kissen, Taschen, gerade so, wie heißen diese Jute-Taschen, eine super Möglichkeit. Und die Flexfolie, die gibt es auch in extrem vielen Farben und Formen, also Formen von der Beschaffenheit her. Ich mache euch den Link, wo ich die jeweils bestelle, mache ich euch unten rein. Dann, ein anderes Thema ist Vinylfolie. Die ist so ein bisschen dicker. Und das Übertragen ist dann auch so ein bisschen anders als mit der Flexfolie. Ich mache euch aber sicher zu beiden oder zu allen Sachen, die ich heute zeige, werde ich in der Zukunft noch Videos machen, damit ihr das echt in Aktion auch seht und wie die Resultate dann aussehen. Vinylfolie, wunderbar für hier zum Beispiel Tassen. Die Tasse hier habe ich selber gemacht, also nicht die Tasse selber, sondern die Beschriftung. Und ihr seht, wie dünn das ist und das ist effektiv mit dieser Vinylfolie gemacht, auf die Tasse übertragen. Das geht auf Glas, eben Porzellan, you name it. Also hier alles, wo irgendwie so Plastik drauf klebt, funktioniert das. Das andere, wofür ich es verwende oder den Plotter verwende, ist effektiv auch Bastelkarton zu schneiden. Ihr könnt selber irgendetwas entwerfen oder es hat auch wunderbare, also es sind alles 3 Vorlagen, die im Brother Canvas drin sind. Hier so eine Pillowbox mit einer schönen Bordüre drum. Hier finde ich auch eine lustige Idee, ein Reisekoffer, das heißt so eine Schachtel, und dann habt ihr all diese einzelnen Elemente, werden dann ausgeplottet und die könnt ihr dann nur noch zusammenkleben. Oder hier auch so diese Art von Box, finde ich auch super süß. Das ist alles effektiv mit dem Plotter geschnitten und dann nachher, ihr habt auch immer, wenn ihr die Vorlagen verwendet, habt ihr auch immer eine Anleitung, wie ihr das dann zusammenkleben müsst. Von dem her, man kann das auch fürs Papierbasteln verwenden. Das andere, was ich damit schneide, ist Snap-Papp. Für diejenigen, die das nicht kennen, Snap-Papp ist wie
Es hat eine Beschaffenheit wie Papier, hat aber irgendetwas drin, dass ich das effektiv waschen kann. Das heißt, ich kann hier zum Beispiel auch Labels für Pullis, die ihr macht. Manche nähen damit sogar Taschen. Ich habe das mehr so für kleinere Sachen. Hier zum Beispiel diesen Schlüsselanhänger. Den habe ich ganz einfach auf dem Plotter ausgeplottet mit Flexfolie und Hitze dann draufgebracht. Das heißt, es verhält sich fast ein bisschen wie Textilinhalt einfach. Und ich kann das effektiv auch draufbringen und ich kann das nachher auch waschen. Das bleibt drauf, ne? Oder hier, so sieht die Snap-Up aus, wenn man die so ein bisschen zerknetet. Man kann die auch, wenn man damit arbeitet, zum Beispiel wenn man Taschen näht, kann man die zuerst waschen. Dann ist sie nicht mehr ganz so, halt einfach sperrig. Dann kann man besser damit arbeiten. Aber hier zum Beispiel so ein kleines Etui gemacht für Malstifte. Man kann eben auch Druckknöpfe drauf aufbringen. Echt hier super viele Möglichkeiten, was man mit dem Ding machen kann. Alles auch geschnitten mit dem Plotter. Dann noch ein Beispiel ist hier das Sinn von Silhouette. Ich habe keine gefunden für Brothers selber, aber das spielt ja keine Rolle, von wem das ist. Stencil Material ist effektiv, das sind Schablonen, das ist so ein Material, womit man Schablonen erstellen kann. So, jetzt seht ihr es. Ich kann echt super filigran Schablonen schneiden. Die hier werde ich verwenden zum Airbrushen für die Happy New Year, Neujahrstorte. Ihr könnt es aber auch zum Beispiel, wenn ihr gerne mit Farben arbeitet, kann man hier auch wunderbar Schablonen erstellen und dann hier so ein Rosenmuster mit Farbe draufbringen. Das funktioniert auch wunderbar. Ihr könnt damit aber nicht nur schneiden, sondern ihr könnt auch zeichnen. Das zeige ich euch noch. Und was ihr auch machen könnt, wenn ihr zum Beispiel was gestempelt habt und jetzt keine Lust habt, ihr habt keine Stanzen dazu und keine Lust, das Ganze jetzt hier Fussy Cutting alles auszuschneiden, könnt ihr das gerne, der kennt das, dann könnt ihr sagen, wie viel Abstand er von den erkannten Rändern machen soll. Und dann könnt ihr das vom Plotter schneiden lassen. Auch eine Variante. Aber bevor wir an den Plotter gehen, zeige ich euch den Canvas. Das ist das Programm, was ihr habt, um die Sachen zu generieren, die ihr dann an den Plotter schickt, damit er das dann schneiden kann oder zeichnen kann. Somit gehen wir zum Canvas. Wenn ihr den Canvas geöffnet habt, dann habt ihr hier auf der linken Seite die Projektsammlung. Hier könnt ihr das, was euch Brother zur Verfügung stellt, was nehmen wir denn hier als Beispiel? Ach Gottchen. Nehmen wir hier diese Vorlage als Kaffeetablett. Könnt ihr draufklicken. Und dann habt ihr immer einerseits ein kleines Video, wo euch gezeigt wird, wie das gemacht wird. Ihr habt ein PDF, wo ihr eine Anleitung habt, wie ihr das dann weiterverarbeitet. Und ihr habt hier diese Datei. Wenn ihr hier draufklickt und das dann schließt, dann habt ihr das Element, was euch angezeigt wurde, effektiv schon auf eurem Canvas drauf. Das heißt, das könntet ihr hier jetzt verwenden. Will ich jetzt aber nicht, deshalb lösche ich das kurz. Dann, zweite Möglichkeit, ihr könnt Formen selber generieren und da habt ihr eine Quadrate, also ihr klickt einfach drauf und dann gibt es euch eine Größe an, die könnt ihr nachher noch bearbeiten. Zu den Eigenschaften komme ich gleich. Oder eine Rechtecke, Polygons, Dreiecke, Kreise, Ellipsen, Herz, Stern, Pfeil oder andere Formen. Und die könnt ihr dazu verwenden, um selber etwas zu erstellen. Oder ihr habt die Möglichkeit, hier Text einzufügen. Hallo.
Und dann könnt ihr diesen Text dann auch bearbeiten. Das zeige ich euch auch gleich. SVG, wenn ihr mit Adobe Illustrator arbeitet, dann könnt ihr ja aus einem Element, was ihr generiert habt, könnt ihr eine SVG-Datei erstellen und die hier dann importieren. Zum Beispiel die Uhr, die ich gemacht habe. Ich blende die kurz aus. Wie ich vorhin gezeigt habe, die habe ich effektiv, das ist ein SVG-File, das habe ich dann einfach rübergenommen. Und dann erkennt es hier wirklich, ne, das hat es dann einfach in Einzelteile zerlegt und es erkennt halt einfach Formen, was der Plotter, den er schneiden muss. Das ist das von den SVGs her. Und dann habt ihr aber auch die Möglichkeit, eine Bildverfolgung zu machen. Das heißt, ihr nehmt irgendein Objekt. Mal gucken. Ich habe hier einen Sternenregen zum Beispiel. Und dann könnt ihr sagen, wollt ihr nur die Außenkante verfolgen oder wollt ihr die Konturen nach Farben? Und ihr seht, jetzt hat es einzelne Elemente, die nicht hellblau sind, umrandet sind. Das heißt, die hat er gar nicht erst erkannt. Und dann gehe ich einfach mit den Anzahl Farben runter. Schon ein bisschen besser, mehr als das erkennt er nicht. Das heißt, hier habt ihr, es sind so ein paar Grenzen gesetzt. Ja. Von dem her, wenn ihr irgendwas machen wollt, wo ihr filigrane Sachen habt, ist es meistens besser, wenn ihr davon ein SVG-File habt und das dann integrieren könnt. Dann eben noch einen Pfad erstellen oder selber freihand zeichnen, das geht auch. Dann habt ihr hier drüben das erste, ich blende kurz die zwei Sachen wieder ein, die ich hatte. Das erste sind die Eigenschaften. Das heißt, wenn ich hier das Viereck oder diese Keksform anklicke, dann sehe ich, okay, es ist im Moment auf Schneiden gestellt. Ich kann sagen, soll es schneiden oder soll es zeichnen. Ich kann die ausfüllen oder nur die Linie. Das ist gerade beim Zeichnen ist es dann wichtig, dass wenn er das jetzt so zeichnen würde, dann würde euch die Linie einfach zeichnen. Damit er alles zeichnet, müsste ich es ausfüllen. Dann kann ich die Breite der Linien definieren. Ich kann sagen, will ich es gepunktet oder gestrichelt. Gerade wenn ihr etwas habt, wo ihr wie quasi eine Falzlinie vorperforieren wollt, dann nehmt ihr eine gestrichelte Linie. Dann, wenn ich auf den Text klicke, habe ich hier noch die Möglichkeit, dass ich effektiv die Text das Font effektiv auch ändern kann. Mach da kurz was, weil ich euch nachher noch was zeigen will mit dem. Und ich ziehe hier in einer Ecke einfach, um das größer zu machen. Und nehme den Buchstabenabstand näher zueinander. Ich zeige euch nachher, warum ich das gemacht habe. Dann das zweite ist das Bearbeiten. Das heißt, ich kann hier anzeigen, wo es auf dem Canvas drauf sein soll. Übrigens, Anzeige kann man hier noch sagen, zeig mir den Lineal. Dann sehe ich auch von 0 bis 30 ist der Canvas. Also die Canvasgröße, die ihr habt, vom Plotten her, das ist begrenzt auf 30 x 30 cm. Bei den Elementen kann ich immer sagen, will ich Seitenverhältnis beibehalten. Das kennt man auch aus Word und sonstige Office-Programme. Dann kann ich sagen, wenn ich zum Beispiel hier, wenn ich zwei Objekte habe, kann ich die auch aneinander ausrichten. Das heißt, ich kann zum Beispiel sagen, die sollen auf derselben Höhe sein. Dann
eben auch verteilen, Verteilungsabstand. Das heißt, wenn ich jetzt 3 hätte, kann ich sagen, dass die gleichmäßig verteilt sind oder wie groß der Abstand zwischen den Elementen sein soll. Und was ich euch hier noch zeigen wollte, ne, diese Schrift, im Moment, wenn der das schneiden würde, hier ein bisschen größer, wenn der das schneiden würde, dann würde er hier die Linie zwischen den beiden Ls, würde er schneiden. Wenn ihr aber ein Element haben wollt, müsst ihr einfach gucken, dass sich diese Sachen alle überlappen und dann könnt ihr hier verschmelzen klicken und dann löst es euch diese Schnitte auf und ihr habt ein einzelnes Wort, hier sogar beim A. Ne? Das ist sehr hilfreich, wenn man ja, halt einfach etwas plotten will, was zusammenhängend sein soll. Ich kann das aber auch auseinandernehmen oder die Überlappungen entfernen oder subtrahieren. Der Versatz ist, wo ich sagen kann, wie groß soll der Versatz sein? Soll er nach außen oder nach innen gehen? Soll er die Ecken abrunden oder abschrägen? Und was soll mit dem Original passieren? Ich gehe jetzt hier kurz ein bisschen höher. Nee, ich lasse es auf 5, zeige euch, was passiert. Jetzt hat das hier einen Hintergrund. Weiß. So, jetzt seht ihr es. Das Ganze hat hier einen Hintergrund, den ich jetzt auch mit ausschneiden könnte. Das ist der Versatz. Dann haben wir die Ebenen. Das ist genau gleich, wie man mit den Illustrator oder Adobe Produkten verwendet. Wichtig beim Schneiden, es fängt immer unten an. Das heißt, wenn ich ein Element habe, was sehr filigran in der Mitte ist, oder wenn ich hier jetzt schneide, dann würde ich drauf gucken, dass er nicht zuerst das Drumherum schneidet, sondern ich würde gucken, dass er zuerst das Hallo schneidet. Das heißt, ich würde es hier runterziehen. Weil dann schneidet er mir zuerst das Hallo, was filigraner ist, und dann erst die Umrandung darum. Das heißt, wenn ich das auf meine Unterlage klebe, dann klebt es auch besser, als wenn es vorher den ganzen Rahmen ausschneidet und dann habe ich ein Free-Floating Element. Das ist was ich immer hier mache. Plus, ich kann natürlich auch einzeln. Das heißt, wenn ich sage, ich will das auf ein grünes Papier, von einem grünen Papier ausschneiden, dann kann ich hier einfach alles andere sperren. Und wenn ich das jetzt an den Plotter schicke, schicke ich effektiv nur dieses Element und dann schneidet er auch nur dieses Element aus. Und dann gehe ich hin, mache ein anderes Papier, einen Plotter, wechsle hier, mache das zu und habe nur noch das Weiße und plotte dann das aus. Also hier könnt ihr wunderbar mit den Ebenen arbeiten. Zeichenbleche habe ich noch nie verwendet. Das sind eigentlich die 3, die ich am meisten verwende. So, das ist das, was ich euch auf dem Canvas zeigen wollte. Natürlich könnt ihr das Ganze dann auch speichern. Wenn ihr dann das Ganze an den Plotter übergeben wollt. Ich habe meinen übers Wi-Fi verbunden, das heißt, ich kann hier nur sagen, die Datei übers Internet übertragen und dann bekommt der Plotter das und ja, dann geht ihr rüber an den Plotter und lasst das dort ausschneiden. Was ich noch vergessen habe zu zeigen. Hier hat es noch so eine Zwischenlinie. Das eine waren die Formen. Hier gibt es auch so verschiedene Rahmen, die man verwenden kann. Es gibt auch schon vorerstellte Muster, wie zum Beispiel hier, ne? Easter, Cousin, Dad, For You. Das sind so vorgegebene Formen. Wenn ich das jetzt einfüge, dann könnte ich das einfach verwenden als Schriftzug. Die 3, die Linienreliefs, die Flächenreliefs und die Folieren habt ihr, wenn ihr den Standard einfach nur den Plotter kauft, wo ihr das Programm dann mitbekommt, habt ihr nicht drauf. Ich habe hier Zusatzpakete, weil ich mit dem Plotter effektiv auch embosse
Und ich nutze den Plotter auch, um Goldfolien zum Beispiel oder andere Glanzfolien auf Karten zu übertragen. Aber da müsstet ihr dann halt einfach, das ist ein zusätzlicher Preis, den man bezahlt. Von dem her, ja, die sind im Standard nicht drin, alles andere ist drin. Wenn ihr dann am Plotter selber seid, ihr habt hier einen Hebel, den ihr hochheben könnt, und dann ist hier das Messer drin. Das Messer ist extrem klein, also es ist jetzt, guckt jetzt schon raus, aber ihr könnt es garantiert nicht sehen. Ich kann hier aufdrehen bis 12. Mal gucken, ob ihr das irgendwie erkennen könnt. Ne, hier kommt so ein kleines Messer vorne raus. Und dieses Rad verwendet ihr, um zu definieren, wie tief er schneiden soll. Jetzt zum Beispiel, wenn ich Flexfolie und Vinylfolie schneide, die schneide ich selber. Ich habe angefangen bei 2, das Messer ist nicht mehr ganz so frisch, deshalb schneide ich mittlerweile bei 2,5. Wenn ich Papier schneide, da schneide ich auf 5. Wenn ich Schablonen schneide oder Snap-Papp schneide, dann gehe ich effektiv hoch auf 8. Jetzt müsst ihr euch das nicht merken, was ihr machen könnt. Ihr könnt immer hier auf Muster klicken und dann sagen Test und dann hier zum Beispiel auf ein Viereck klicken und sagen Einfügen. Dann ist ganz oben in der Ecke ist hier ein kleines Viereck und das könnt ihr dann effektiv mal ausschneiden mit der entsprechenden Schnitttiefe und gucken, reicht es, um das durch das Material durchzuschneiden. Das ist eine Möglichkeit. Wenn ihr die Datei über WLAN übertragt, dann geht ihr einfach auf Muster und würdet hier drauf gehen. Der hat natürlich im Moment jetzt nichts, weil, doch, er hat das noch von gestern. Die Zahnräder, die ich gestern geplottet habe, die sieht er jetzt. Und jetzt könnte ich sagen, okay. Und immer noch sagen, soll er zeichnen oder schneiden. Ich habe die Schneidegeschwindigkeit habe ich auf 1 runtergenommen, dass er es wirklich Zeit lässt, um das Ganze sauber auszuschneiden, und den Schneidedruck auf 1 auch. Ebenfalls Zeichengeschwindigkeit 1 und den Zeichendruck auf 0. Da ich führe euch jetzt nicht durch das ganze Programm durch, wenn ich jetzt sagen würde schneiden, dann könnt ihr jetzt hier das, was ich schneiden will. Da gibt es hier so eine Matte, die leicht haftet, und da legt ihr das hier oben an der Ecke ausgerichtet und würdet dann die ganze Matte hier einfügen, sagen, okay, nimm sie, dann eben das Messer auf, zum Beispiel jetzt, wenn ich Vinyl schneide, ich würde das auf 2,5 stellen, rein, Hebel wieder runter, und jetzt könnte ich sagen, go for it. Da liegt jetzt aber nichts drauf, deshalb mache ich das nicht. Normalerweise, wenn ich das jetzt ausschneiden würde, dann würde ich hier in dem Bereich gucken, dass hier eine Vinylfolie liegen würde. Das ist das Prinzip. Wenn ich zeichnen will, das hier ist der Hebel oder das ist das Element, mit dem ich schneide, mit dieser Schneiderklinge innen drinnen. Halt, ich wollte euch noch was anderes zeigen. Wenn ihr Vinylfolie ausgeplottet habt, dann habt ihr ein Stück, was einfach an verschiedenen Orten geschnitten ist. Und da müsst ihr die Elemente ja wegheben, die ihr nicht haben wollt. Und da hilft es, wenn ihr so ein Instrument habt mit dieser Spitze, wo ich die Folie wunderbar einfach lösen kann, und man nennt es quasi entgittern. Aber wie gesagt, das ganze Thema, wie ich Flexfolie und Vinylfolie und alles andere dann effektiv mache, das zeige ich euch in einem separaten Video. Wir waren beim Zeichnen. Wenn ich zeichnen will, kriegt ihr auch so ein kleines Etui mit. Da gäbe es grundsätzlich einen Stift, wo man das hier bedienen kann, aber noch nie gebraucht. Man kann das auch mit den Fingern machen. Und dann habt ihr hier so kleine Stifte.
sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Farben. Wenn ich jetzt zum Beispiel etwas in Mint zeichnen möchte, nehme ich hier diesen Deckel weg und dann nehme ich diesen Behälter, mache den auf, lege den Stift hier rein und dann kommt unten die Spitze raus, mache den wieder zu und gehe hier so genau gleich rein, wie ich das Messer reingelegt habe, Hebel wieder zu. Und ihr merkt auch, wenn das nicht richtig drin ist, könnt ihr den Hebel auch nicht runter machen. Von dem her, zack, zack. Und jetzt könnte ich Papier reinlegen mit dieser Folie und dann würde er mir das Ganze zeichnen. Jetzt mache ich das Messer wieder rein und zwar auf eine Stärke von 5, weil ich will euch noch eine andere Geschichte zeigen, was ihr machen könnt. Und zwar, nebst dem Schneiden und dem Zeichnen ab Canvas gibt es auch noch eine weitere Möglichkeit. Ich kann scannen, entweder Muster oder ich kann hier scannen. Und da habe ich was Kleines vorbereitet. Ich habe ein bisschen gestempelt. Hier so lauter kleine Monster. Und will jetzt, dass mir der Plotter das ausschneidet. Jetzt mache ich das, ich lege das auf die Plastikfolie drauf oder diese Unterlage. Und damit mir das Ganze nicht verrutscht, nehme ich hier immer so einen Klebestreifen, der nicht allzu stark haftet und klebe das außen an den Rändern so ein bisschen fest. So, und dann ist das hier, ich habe das hier oben einfach festgeklebt und hier auf der Seite. Und jetzt gebe ich das hier in den Plotter rein. Sag hier, nimm das mal rein. Und jetzt sage ich Scannen. So, jetzt kann ich hier auswählen, Direktschnitt, Scan zu Schnittdaten und Scan auf USB. Und ich gehe jetzt hier zum Direktschnitt und sage der Plotter und sage OK. Und jetzt scannt er das Ganze durch und ihr müsst einfach gucken, dass er hinten genug Platz hat, um da rauszukommen. Und dann kommt er wieder zurück. Und dann sagt er euch, ich gehe das kurz wieder. Und dann sagt er euch, sagt mir, welcher Bereich war. Er hat natürlich die ganze Matte gescannt und da sieht er mehr, als er sehen sollte. Und jetzt kann ich den Bereich eingrenzen, wo die Stempel liegen. Jetzt ist es vielleicht trotzdem hilfreich, wenn man sowas nimmt, So, und dann gehen wir hier oben noch ein bisschen zurück. So. Okay. So, und das sind jetzt die Elemente, die er erkannt hat. Jetzt sage ich, okay, passt für mich. Jetzt sage ich ihm aber auch, ich will nicht direkt, dass er die Linie, die er erkennt, schneidet, sondern er soll mir einen Abstand von diesem Umriss machen. Und zwar hätte ich da gerne, machen wir mal auf sicher und gehen 3 mm sollte reichen. Sage okay. So, jetzt habe ich ihm okay gesagt. Jetzt fragt er mich natürlich noch, soll er das zeichnen oder soll er das schneiden? Natürlich soll er schneiden. Sage okay, schneiden. Und dann berechnet er euch die Zeit, die ihr braucht, um das zu schneiden. Und ich klicke jetzt einfach auf OK und auch wieder gucken, dass ihr genug Platz habt hinten, dass er das wirklich hinten raus spulen kann und wieder zurückspulen kann.
So, jetzt sagt er mir, Schneiden beendet. Ich sage, okay, wunderbar. Dann sage ich, gib mir die Matte wieder raus. So. Jetzt mache ich den hier kurz weg. Dann gucken wir uns die Matte an. Es ist so, dass es die meisten Elemente gut geschnitten hat. Er hatte einzelne, die er nicht richtig erkannt hat. Wenn ich das jetzt, normalerweise würde ich das zuerst an den Computer übergeben und dann dort das Bild nochmal überprüfen, ne? Aber ich wollte jetzt hier einfach, dass wir vorwärts machen können. Und zeige euch die es richtig genommen hat. Hier, ne? Zum Beispiel das kleine Monster, wunderbar mit einem Rand. Ich hätte auch kleiner gehen können vom Abstand. Gibt es auch dazu geliefert, diese Schabe. Könnt ihr es am einfachsten lösen. Der hat auch funktioniert, der hat auch wunderbar funktioniert. Nehmen wir zuerst die funktioniert haben. Hier. So, die haben alle funktioniert. Hier hat er mehr erkannt, als da war, von dem her, den hat es mir zerschnitten. Wie gesagt, auf dem Computer würde ich das besser sehen, dann hätte ich das noch korrigiert. Den hat es komplett zerschnitten. Das ist kein Stempel mehr, das ist Konfetti. Und die so hier auch. Das heißt, er hat einzelne dieser Linien halt einfach erkannt, als das ist eine Schnittlinie und hat das so geschnitten. Aber nur um euch das zu zeigen, ne? Also so kriegt ihr das natürlich hier mit der Schere nicht hin. Ne? Und wie gesagt, der Abstand war jetzt ein bisschen größer, man hätte dann auch kleiner machen können. Und ja, wenn ihr mehrere Seiten genau gleich gestempelt habt, mit dem Stempeltool zum Beispiel, dann könnt ihr da Seite für Seite Massenproduktion quasi machen und den hier einfach schneiden lassen. Wenn ihr es immer wieder am selben Ort auf die Matte legt und das einscannt. Und dann könnt ihr den Scanning-Schritt überspringen und eigentlich immer gleich schneiden lassen. Jo, das war das, was ich euch zeigen wollte, diese Matte. Ihr seht, die ist bei mir, sieht die nicht mehr ganz so frisch aus, weil die ist natürlich auch rege in Gebrauch. Man kann die aber wunderbar, ihr müsst da nicht immer wieder eine neue Matte kaufen, die kann man wunderbar mit warmem Wasser abwischen, weil das so eine Klebeschicht, die hier drauf ist. Und dann mit 3D-Spray, also alles mit Zeitungspapier einpacken, was nicht dieser Canvas, weil das ist ja nur der Canvas selber, der klebt, alles andere drumherum abkleben mit Zeitungspapier und Abdeckband und dann könnt ihr das hier mit 3D-Spray wieder einsprayen und ihr habt wie eine neue Matte. Also das funktioniert relativ gut, das mache ich immer wieder, damit ich hier wieder eine frische Matte habe. Soviel zum Thema Plotten. Ich hoffe, es war hilfreich. Und ja, wenn ihr noch Fragen dazu habt, dann stellt mir die einfach in die Kommentare rein und ich werde versuchen, das für euch zu beantworten. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und die Informationen waren hilfreich für euch. Die ganzen Materialien, die ich verwendet habe, die werde ich euch unten in die Links stellen. Und wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut das so bitte, weil das hilft mir tatsächlich. Und wenn ihr keines meiner Videos verpassen wollt, dann klickt auch auf das kleine Glöckchen unten. Und wir sehen uns hoffentlich in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald!